Wenn man an Knochen denkt, denkt man automatisch an etwas Festes, Schweres und Supermassives, oder? Dabei machen deine Knochen nur 10 bis 15% deines gesamten Körpergewichts aus. Und jetzt kommt die spannende Frage. Wie kann so etwas Stabilitätsrelevantes wie deine Knochen gleichzeitig so leicht sein? Und genau dieser Frage gehen wir in diesem Video mal genauer auf den Grund. Wenn wir uns solche Knochen anschauen, dann sehen wir ja immer nur die Außenseite. Und diese Außenseite wirkt glatt, hart und massiv. Kein Wunder also, dass man denkt, dass Knochen generell aus diesem Material bestehen. Das bedeutet ja auch, die müssen ganz schön schwer sein. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn die Knochensubstanz ist nicht überall gleich organisiert. Es gibt nämlich zwei Organisationsformen. Einerseits die Compacta und andererseits die Spongiosa. Compacta und Spongiosa bestehen aber nicht aus unterschiedlichen Materialien. Beide bestehen aus Knochenzellen und der Knochenmatrix. Schauen wir uns diese Knochenzellen und die Knochenmatrix mal ganz kurz an. Die Knochenmatrix ist so gesehen das Gerüstmaterial. In der Knochenmatrix gibt es jede Menge Kollagenfasern, die eine netzartige, aber trotzdem flexible Struktur haben. Und die sorgen für eine gewisse Elastizität des Knochens. Und das darin eingelagerte Hydroxylapatit, das ist eine Form von Calciumphosphat, verleiht dem Kollagenfasernetz dann eine gewisse Härte. Man spricht dann auch von der mineralisierten Knochensubstanz. Und zusätzlich zu diesem nichtzellulären Knochenanteil gibt es natürlich noch die Knochenzellen. Die Osteoblasten bauen neues Material auf, die Osteoklasten bauen beschädigte alte Knochensubstanz ab und die Osteozyten sitzen im Knocheninneren und überwachen die mechanische Belastung auf den Knochen. Wenn du mehr über die Substanzen in deinem Knochen erfahren willst und wie sie aufgebaut sind, dann schau doch unbedingt mal hier oben in dem Video vorbei. Dort gehe ich nämlich ganz ausführlich auf all diese Komponenten des Knochens ein. Den Link dazu packe ich dir auch nochmal unten in die Videobeschreibung. So, das Wichtige ist jetzt aber zu wissen, dass all diese Komponenten sowohl in der Compacta als auch in der Spongiosa gleich arbeiten. Der Unterschied zwischen Compacta und Spongiosa liegt hauptsächlich darin, wie diese Knochensubstanz räumlich organisiert ist. In der Compacta ist die Knochensubstanz super dicht und kompakt, daher auch ihr Name, in Form von Lamellen organisiert. Du fragst dich gerade, was ist denn eine Lamelle? Naja, eine Lamelle ist im Knochen quasi eine hauchdünne Schicht an Knochenmatrix. Diese Schicht besteht, wie gesagt, aus Kollagenfasern und den eingelagerten Mineralien, dem eben erwähnten Hydroxylapatit. Statt dass der Knochen also ein festes Stück Material ist er so aufgebaut, dass mehrere dieser Schichten übereinander liegen. Aber warum macht der Körper das eigentlich so lamellenartig? Naja, diese Schichtbauweise ist viel stabiler als ein kompletter kompakter Block. Denn wenn Kräfte auf den Knochen wirken, wie zum Beispiel Zug, durch Druck, Biegung oder auch Verdrehung, dann können diese Kräfte über mehrere Schichten viel besser verteilt werden. Und falls kleine Risse auftauchen, dann gehen diese Risse nicht durch den kompletten Knochen hindurch, sondern nur eben in dieser einen Lamellenschicht. Und in der Compacta sind diese Lamellen konzentrisch aufgebaut. Und konzentrisch meint, dass etwas kreisförmig um einen gemeinsamen Mittelpunkt aufgebaut ist. Stell dir zum Beispiel vor, du wirfst einen Stein ins Wasser. Wenn der Stein die Wasseroberfläche trifft, dann gibt es ja wellenartige Kreise. Und jede dieser Wellen liegt um denselben Mittelpunkt, nämlich den Punkt, wo der Stein das Wasser getroffen hat. Alle diese Ringe liegen also ineinander um denselben Mittelpunkt herum, ohne dass sie sich kreuzen. Und genau das ist auch in der Compacta der Fall. In der Compacta ist nämlich dieser Mittelpunkt, um den sich die ganzen Lamellen konzentrisch anordnen, der sogenannte Havas-Kanal. Das heißt, in der Mitte verläuft ein Kanal, in dem Blutgefäße und Nerven entlangziehen. Und drumherum liegen dicht an dicht mehrere dieser kreisförmigen Knochenlamellen. Und jede dieser Lamellen ist ein geschlossener Ring. Und genau so entsteht ein Osteon. Und mehrere dieser parallel verlaufenden Osteone bilden dann zusammen die Compacta. Aber kommen wir nochmal zurück zum Havas-Kanal. Denn durch diesen mittig in den Osteonen verlaufenden Kanal bekommen alle Lamellen Nährstoffe, es können zudem Abfallstoffe abtransportiert werden und zudem bleiben die Osteozyten am Leben. Denn die Osteozyten befinden sich eingemauert in die Knochenmatrix zwischen den einzelnen Lamellen in sogenannten Lakunen.
Eine Lakune ist ein winziger Hohlraum in der Knochenmatrix, der gerade groß genug ist, um einen Osteozyt zu beherbergen. Du kannst dir so eine Lakune also wie ein kleines Wohnzimmer für den Osteozyten vorstellen. Und zwischen diesen Lakunen, also zwischen diesen kleinen Hohlräumen, verlaufen nochmal kleinste Kanälchen, die sogenannten Canaliculi, durch die die Osteozyten miteinander in Kontakt stehen. Darüber erhalten die Osteozyten Nährstoffe aus dem Havas-Kanal und können auch Signale austauschen. Aber damit die Osteonen, also diese konzentrisch angelagerten Lamellenkonstrukte, nicht als komplett isolierte Strukturen existieren und damit das Knochengewebe untereinander gut versorgt und vernetzt ist, gibt es neben den längs verlaufenden Havas-Kanälen noch quer bzw. schräg verlaufende Volkmann-Kanäle. Die verbinden einerseits die verschiedenen Havas-Kanäle miteinander, sowie das Periost, also die Knochenhaut, und auch den Markraum. Und dadurch wird eine flächendeckende Versorgung des Knochens ermöglicht. Aber warum gibt es jetzt überhaupt diese Spongiosa? Naja, der Knochen wäre zwar extrem stabil durch diese ganze Masse und Dichte an Knochensubstanz, aber dadurch wäre er auch extrem schwer. Und schwere Knochen würden bedeuten, dass wir wahnsinnig viel Energie und Muskelarbeit aufbringen müssten, um überhaupt in Bewegung zu kommen. Das wäre dementsprechend eine unnötige Belastung für unsere Muskulatur, die dadurch viel intensiver und stärker arbeiten muss, und natürlich durch das ganze Gewicht auch eine enorme Belastung für unsere Gelenke. Da unser Körper aber immer darauf bedacht ist, möglichst effizient und energiesparend zu arbeiten, besteht der Knochen nicht nur aus Kompakta, sondern auch aus der Spongiosa. Die Spongiosa hat wahnsinnige Ähnlichkeiten mit dem Aufbau oder der Struktur eines Schwamms und daher kommt auch ihr Name. Den kannst du dir auch ganz gut aus dem Englischen vom Wort Sponge ableiten. Das bedeutet ja Schwamm und spätestens seit SpongeBob Schwammkopf sollte man sich diesen Begriff ja auch ganz gut merken können. Die Spongiosa besteht aus einem feinen, dreidimensional aufgebauten Netzwerk aus Knochenbälkchen, den sogenannten Trabekeln. Diese Trabekel sind extrem dünn, stäbchen- oder plättchenförmig und sind super miteinander vernetzt. Und zwischen ihnen liegen jede Menge Hohlräume, die aber nicht mit Luft gefüllt sind, sondern mit Knochenmark. Aber jetzt kommt einer der spannendsten Punkte deines Knochens. Diese schwammartige Struktur ist nicht einfach irgendwie organisiert. Diese Trabekel richten sich nach den Belastungslinien aus. Das bedeutet, sie tauchen dort verstärkt auf, wo Kräfte einwirken. Also entlang von Druckkräften, Zugkräften sowie Biege- und Scherkräften und werden dort reduziert, wo sie nicht gebraucht werden. Und das Ergebnis ist maximale Stabilität bei minimalem Materialeinsatz. Ziemlich praktisch, oder? Wie gesagt, die Spongiosa ist kein starres Gerüst. Sie passt sich andauernd wieder an und wird umgebaut. Und gesteuert wird das von den Knochenzellen. Besser gesagt, den Osteozyten, die die mechanische Belastung oder eben keine Belastung wahrnehmen und dementsprechend Signale an die Osteoblasten für den Knochenaufbau oder an die Osteoklasten für den Knochenabbau schicken. Bei mehr Belastung werden die Trabekel dicker und viel dichter und bei weniger Belastung wird die Knochensubstanz dort abgebaut. Deshalb stärkt Bewegung unsere Knochen und Immobilisation, also zum Beispiel durch lange Bettruhe, schwächt unsere Knochen. Machen wir zum Abschluss mal noch ein Gedankenexperiment. Stell dir zwei Extreme vor. Ein Knochen, der zum Beispiel nur aus Kompakta besteht. Der wäre extrem schwer und energieuneffizient. Ein Knochen, der nur aus Spongiosa bestehen würde, wäre zwar super leicht, ihm würde aber die schützende Außenhülle fehlen und er wäre viel zu instabil. Erst die Kombination aus beiden Organisationsformen macht den Knochen stabil, belastbar, leicht und anpassungsfähig. Und jetzt sind wir bei der Antwort auf die Frage vom Anfang. Wie kann Knochen stabil sein und trotzdem super leicht? Die Antwort lautet darauf, außen die Dichte kompakter, die Schutz und Stabilisation gibt, und innen die Spongiosa, die für Leichtigkeit und eine super Kraftverteilung sorgt. Fassen wir das Ganze noch mal kurz zusammen. Die äußere Schicht des Knochens, die besteht aus Kompakta. Diese Kompakta ist wiederum aus parallel verlaufenden Osteonen aufgebaut. Und diese Osteone sind prinzipiell ein Havas-Kanal, in dem Blutgefäße und Nerven verlaufen, und die darum gerichteten ringförmigen Knochenlamellen.
also hauchdünne Schichten aus Knochenmatrix. Zwischen diesen Lamellen sitzen die Osteozyten, die über kleine Kanälchen miteinander verbunden sind und dadurch auch Nährstoffe aus dem Haarwasserkanal bekommen. Und damit der Knochen nicht nur in Längsrichtung versorgt wird, gibt es noch die schräg bzw. quer verlaufenden Volkmann-Kanäle. Die verbinden dann auch noch das Periost, also die ganz außen liegende Knochenhaut, mit dem Markinnenraum. Und dadurch haben wir eine dreidimensionale, total vernetzte Versorgung des Knochens. Wenn wir jetzt aber weiter ins Innere des Knochens vorgehen, dann ändert sich die Knochenstruktur in die Spongiosa über. Die Spongiosa hat eine sehr schwammartige Struktur. Dort ist nämlich die Knochenmatrix in Trabekeln aufgebaut. Das sind super dünn aneinander geschichtete Knochenbälkchen, die jede Menge Hohlräume dazwischen haben. Ähnlich eben wie bei einem Schwamm. Doch diese Hohlräume sind nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Knochenmark. Durch diesen schwammartigen Aufbau, der sich an den Belastungslinien, die auf den Knochen einwirken, orientiert, ist diese schwammartige Struktur trotzdem super stabil und kann den einwirkenden Kräften standhalten, aber spart trotzdem wahnsinnig viel an Knochenmaterial. Und genau das ist der Grund, warum unsere Knochen gar nicht so schwer sind, wie wir eigentlich denken. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen zu verstehen, wie unsere Knochen eigentlich von außen nach innen aufgebaut sind, welche Strukturen hier eine wichtige Rolle spielen und dass es gar nicht die Substanz ist, die die beiden Formen unterscheidet, sondern die räumliche Organisation. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben und schicke es auch gerne deinen Anatomie-Lernbuddies weiter. Und ansonsten sehe ich dich im nächsten Video wieder. Ciao!